Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir betreten heute den Closed Beta Server zur Änderung vom Druiden und von dem Baden. Ja, das Ganze hat jetzt geöffnet. Ihr habt es bestimmt schon in der Post gesehen gestern. Und wir gehen da heute mal rein. Und zwar beim Druiden und beim Baden wurde jeweils das Balancing geändert, überarbeitete Fähigkeiten. Die Tigergestalt wurde entfernt, Bären- und Adlerform werden nun automatisch angenommen. Ausweichchance ist nun für die normale Druidengestalt verfügbar beim Druiden. Und beim Baden, so das Hauptbalancing, sag ich mal, ist halt, ja, die Fähigkeit der Laute und der Flöte wurde entfernt. Die Harfe ist jetzt das einzige Instrument, das der Bade spielt. Ja, sie erhöht den Schaden der Waffe des Baden. Bade war vorher wirklich die Klasse gewesen, die rechnerisch mathematisch ja von vielen Leuten getestet worden ist und ja unter gleichen Voraussetzungen gegen andere Klassen im PvP als OP galt. Deswegen musste ein Balancing her. Ja, und deswegen gucken wir mal einfach mal rein. Ich würde mal sagen, was nehmen wir? Ich weiß gar nicht, wie es aussieht hier jetzt so platztechnisch. Hier haben wir einmal den Baden und hier der Druide. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den Druiden einfach mal an. Und ja, machen wir mal hier Druidza. Passt. So, kommen wir hier überhaupt noch rein, ist die Frage. Save. Access Code. Okay, da nehmen wir mal den hier. So, welcome to the game. Okay, Tipps brauchen wir nicht. Und wir bekommen direkt 4000 Pilze auf unser Konto gut geschrieben. Mit denen können wir jetzt natürlich ja, rumhantieren, ausprobieren, ne? Alles, was wir halt eben mit den 4000 Pilzen anstellen wollen, hauptsächlich halt eben testen, ne? Testen, was so geht. Wir haben ja auch schon direkt ein Paket aufgeladen bekommen und hier sieht man auch schon direkt die Änderung. Hier haben wir so eine ja, halbseitenmaskige Optik vom Druiden. Ja, maximale Crit-Chance 75, Crit-Damage-Bonus 200%, Swoop auf Eagle Eye, Basic Chance of Swoop 25%, Chance Increase. Das Ding ist, ich hatte ja die beiden Klassen wirklich nicht sehr viel gespielt gehabt. Wir sind auf Rang 0. Wir gucken mal in die Ehrenhalle, das ist sehr interessant. Okay, ich weiß nicht, was das für ein Server ist hier tatsächlich, aber es scheint nicht irgendwie ein Closed Beta Server zu sein, beziehungsweise ist es wahrscheinlich, aber wir werden wahrscheinlich auf irgendeinem Server simuliert werden, ne? Tavernenflotte? Das ist doch hier die Gilde von Tuny. Ist das vielleicht W58 oder W59? Ich weiß nicht ganz genau. Aber das scheint mir so zu sein, als ob wir hier auf so einen ja, Server mit anderen Spielern so ein bisschen interagieren können und mal schauen, wie wir uns hier gegen andere schlagen. Wir haben ja auf jeden Fall schon sehr viele, die sich hier Badeklassen erstellen oder Druide-Klassen, das sieht man. Also alle Leute, die hier neu auf dem Server sind, die ja, werden wahrscheinlich hier auch schon Tester sein, denke ich mal. Ne? Also das wird quasi wie so ein Zweitserver sein, ja, gehe ich mal von aus. Haben wir hier beim Baden schon irgendwie was, ja, weiß ich nicht, mäßig anzeigen, technisch können wir da uns nicht hier irgendwas so. Ich würde mal sagen, wir kämpfen mal einfach gegen einen anderen Druiden. Einfach mal so just for fun. Um halt mal zu gucken. Mich würde mal auch noch sehr interessieren. Boah, Digga. Also das war glaube ich dieses Eagle-Eye-Ding, ne? Das ist schon ziemlich heftig. Mich würde mal interessieren, ob ich jetzt mir noch einen zweiten Account irgendwie erstellen kann. Achso, der ist Level 13, gut. Okay, gegen den habe ich natürlich keine Chance. Ja, ob ich mir einen zweiten Account noch mit dem... Kann ich das machen? Mit dem Baden, dass ich beide Klassen zeigen kann? Ja, dann machen wir das gleich mal hier. Badzer. Let's go. So, nehmen wir den Code hier mal wieder. Achso, der ist nur einmal verfügbar. Also können wir tatsächlich nur eine Klasse nehmen. Gut, wäre ja auch zu schön gewesen. Ich dachte, mit meinem
Exklusivcode kann man da vielleicht noch irgendwie noch eine zweite Klasse erstellen, aber das geht nicht. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt in die Testphase rein hier, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier denken muss, ja gut, hier der Dortzer, der klaut uns hier einen Platz weg oder so. Das ist jetzt so nicht der Fall, weil ich mich ja, wie gesagt, mit den beiden Klassen jetzt nicht so krass auskenne. Können mal gucken, dass ich jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, in der Lage wäre, großartige Tests anzustellen beziehungsweise Reports zu senden oder so. Aber alleine vielleicht durch das Zeigen, dass wir hier auf dem Testserver spielen und durch das Gucken, was man hier halt mit dem Char machen kann, wird vielleicht der ein oder andere darauf auch aufmerksam. Also man hat quasi die 500 Plätze, die eh frei waren, beziehungsweise die Leute, die so oder so rein wollten, die konnten ja den Jörg anschreiben nach einem extra Code. Und meiner ist halt dann obendrauf quasi, ne? Auf die 500 Plätze, so als extra so mäßig. Ja, wir gucken mal, in welche Gilde wir rein können. Also wir haben hier ein paar offen, die sehen aber alle jetzt nicht so deutsch aus. Wir haben hier eine deutsche Hamsterantrieb. Weiß ich nicht, ob wir mal hier reingehen wollen oder ob wir in eine Gilde gehen, die schon ein paar mehr Leute haben hier. Das sieht mir hier nach einer englischen Gilde aus, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wir können ja mal hier reingehen. Mal gucken, wer hier schon auf dem Server so ist. Ja. Und einfach mal schon ein bisschen zocken. Bevor wir ja unsere Alu machen, sollte man natürlich zusehen, dass man hier schon in der Gilde drin ist, beziehungsweise können wir hier schon mal die Upgrades tätigen. 2, 3, 4, 5, 6 und den Rest hier rein auf 3, 6, 3. Ja, wenn wir jetzt noch einen Pot am Start hätten, könnten wir den auch noch verkaufen, wären wir noch besser. Aber so haben wir jetzt erstmal schon unser Soll getan, um in die Gilde reinzukommen. Man sieht auch, wir leveln relativ schnell. Validieren müssen wir uns jetzt nicht. Und ja, der Beta-Server ist jetzt insgesamt mit heute eingeschlossen 4 Tage geöffnet. Also 4 Tage kann man das Ding jetzt testen. Und es ist nicht so, wie ich jetzt gedacht hätte, dass man eine eigene Rangliste hat oder so und dass sich die neuen Klassen jetzt untereinander battlen. Nee, man wird hier anscheinend auf so eine kopierte Welt losgelassen, ja, und ist aber trotzdem irgendwie immer noch, weiß ich nicht, so mäßig, als ob der Beta-Server in eine aktive Welt rein fusioniert worden ist, die aktive Welt davon aber nichts mitbekommt und quasi nur eine Kopie davon erstellt worden ist. So. Also ist schon irgendwie strange, auf jeden Fall. Aber interessant. Und ich bin gespannt nach dem Testen hier, wie die Changes aussehen werden. Beim Druiden bin ich gar nicht so im Bilde, muss ich sagen, wie der OP-technisch dasteht. Ich habe nur gehört, dass es halt ziemlich nervig immer gewesen ist, die ganze Zeit diese Masken hier zu wechseln. Das braucht man jetzt anscheinend wohl nicht mehr machen. Und beim Baden, da habe ich es halt auch gehört, dass der halt irgendwie angefasst werden musste. Also auch unsittlich angefasst werden musste, ja, weil der halt wirklich pornösen Schaden rausgehauen hat und das halt eben, rechnerisch nicht wirklich gebalanced war, das Ganze. Deswegen wurde es auch Zeit. Ihr könnt mir sehr gerne mal, falls ihr eine der Klassen so als Main spielt, könnt ihr mir gerne mal schreiben in die Kommentare, ob ihr auch so eine Erfahrung gemacht habt mit der Klasse. Beziehungsweise wie eure Meinung dazu ist, ob das gebalanced werden musste, das Ganze, ob das vielleicht für euch zu stark war, ob das fein für euch war. Das würde mich mal sehr interessieren. So alt sind die Klassen ja noch nicht, dass man jetzt sagen könnte, ey, jo, wir haben jetzt hier so lange schon die Klassen getestet, beziehungsweise haben damit so viel Erfahrung, dass man sagen könnte, boah, die sind jetzt aber richtig strong hier unterwegs, ne? Das jetzt nicht, aber trotzdem kann man da ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen, vielleicht so das Feedback geben. Es spielen viele hier Bade auf jeden Fall. Ein paar spielen auch ein paar andere Klassen hier, aber hauptsächlich Bade, Druide mir ein bisschen, ja. Also, ist interessant auf jeden Fall.
ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal, bevor wir hier irgendwas machen, jetzt in die Ehrenhalle, werden uns mal ein bisschen durchfahren, ein paar Prozente grinden und sowas, dass wir hier schon gut am Start sind und unser Sammelalbum ein bisschen füllen können. Ja, ich werde den Server natürlich jetzt nicht großartig hier heftig spielen, sondern halt nur so ein bisschen schauen. Ich bin halt, wie gesagt, sehr selbst gespannt, wie das Ganze hier verlaufen wird. Boah, also das ist ja auch, muss man sich wieder umgewöhnen hier mit dem Englischen. Ich weiß nicht, kann man das auch umstellen auf Deutsch hier vielleicht? So, deutsche Flagge. Die Sprache, Support. Oh, achso, jetzt bin ich hier gelandet. Ne, hier wollte ich gar nicht hin. Wie komme ich jetzt wieder zurück? So, gut. Ja, ciao. Irgendwo konnte man hier noch die Sprache ändern. Oder geht das vielleicht hier nicht? Das kann natürlich auch sein. No Wheel, das wollen wir auf jeden Fall. Und wo sind hier die Zeiten, dass hier dauerhaft die Zeiten angezeigt werden? Das war doch hier auch irgendwo, ne? Chat Sound, okay. Tube off. Ah, hier ist der Timer. Okay, gut. Ja, müssen wir erstmal mit der englischen Version Vorlieb nehmen. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie... Ja, die sind schon alle gut, die Waffen. Auf eine Intelligenzwaffe oder sowas. Intelligenz, ja, da können wir doch schon mal was mit anfangen, würde ich sagen. Und die werden wir uns gleich kaufen. So, zack, ab damit. Mal gucken, ob wir damit schon irgendwas in der ersten Etage hier anfangen können. Ja, ohne dass wir, ja, nice, uns hier irgendwie ansatzweise equipped haben. Wir haben ja bisher noch gar nichts weiter hier gemacht. Wir haben ja noch nichts an Equipment am Start. Wir können uns mal den Dungeon Fight anschauen. Ja, um mal zu gucken. Ja, Digga, also diese Crits, ne? Also dieses Eagle-Eye-Ding, das ist schon... Oder, ja, das also... Ist das dieses Eagle-Eye oder war es jetzt Bear and Rage? Das war jetzt, glaube ich, dieses Eagle-Eye, ne? Also wie gesagt, mit der Klasse kenne ich mich halt wirklich null aus. Aber wenn das reinkrittet, das ist schon hart. Das ist schon echt happig, muss man mal so sagen. Ja, gucken wir mal weiter. Dass wir hier irgendwelche, ja, Intelligenz, rein damit. So, was haben wir hier? Glück, Intelligenz. Ach, wir nehmen einfach mal alles mit. Wir wollen nicht hier großartig hier rumsuchen. Dann haben wir Constitution. Kann man auch gebrauchen. So, gehen wir noch in den Magic Shop. Gucken mal hier. Constitution 2. Nee, ist auch Schmutz. Da kann man bessere Sachen finden. Den Intelligenztrank, den koppen wir uns gleich. Dann, ja, diese Doppelattribute sind es halt wieder. Ne? Die muss man wieder finden. Das ist halt immer das Gleiche zum Anfang. Ah, guck mal, hier haben wir, jetzt sind wir hier der Ausdauernde am Start. Jetzt wollen wir noch einen Gürtel. Den finden wir noch schnell hier. So, Armor. Glück haben wir hier noch. Intelligenz, Constitution. Achso, nicht genug Gold. Mal kurz hier rein. Zack. Da haben wir das Ding. Ja, nee, will ich nicht. Gut, haben wir uns equipped. Haben wir das gemacht auf jeden Fall. Und jetzt können wir auch in die Ehrenhalle reingehen. Oha. Ja, aber wir können mal ein bisschen rumtesten hier. Mal ein bisschen schauen, wie die Fights so verlaufen. Ist ja scheißegal, ob wir hier gewinnen oder nicht. Jetzt können wir schon mal so ein bisschen, zumindest gegen die anderen Klassen einigermaßen, ja, unseren ersten Eindruck hier gewinnen, wie die Kämpfe so verlaufen in der Ehrenhalle. Wenn wir jetzt so ungefähr auf dem gleichen Niveau sind, greifen wir mal ihn an. Mal schauen, wie es hier aussieht. Boah, Alter, den haben wir ja auch richtig fett weggekrittet hier. So, ja, jetzt beginnt halt eben das Gefarme vom Sammelalbum. Dass wir uns hier durchfarmen, unser Sammelalbum füllen, ein paar Prozente und dann könnte man halt ja, ein bisschen aufleveln und die Klasse weiterhin testen. Ich denke mal, dadurch, dass wir halt hier auf einem Random-Server gelandet sind, ja, ergibt sich natürlich nicht so eine Closed Beta
Rangliste, damit man schon sehen kann, wo die Leute hier gerade stehen. Es wäre auf jeden Fall interessanter gewesen. Ne? Aber hier können wir halt auch jetzt einfach irgendeinen random angreifen, der halt eben original auf dem Server halt spielt. So, ja, Leute, schreibt mir auf jeden Fall mal sehr gerne rein, was ihr von den Guck mal hier, der Neutral, ist das vielleicht der echte? Der ist eventuell auch hier mit bei. Schreibt mir auf jeden Fall mal rein, was ihr zu den Changes, nicht zu den Challenges, zu den Changes von der Klasse sagt. Jetzt haben wir ja hier noch nicht so viel gesehen, Alter, gegen Level 16, da haben wir hier auch gewonnen, holy shit. Müssen wir uns auch gleich nochmal anschauen hier. Ja, das kommt wieder so aus dem Nichts, das ist so unscheinbar, ne, und dann kommt gleich so ein Mega-Crit bestimmt. Boah, Digga, das ist ehrenlos, ne? Also Druide, ich finde, weiß ich nicht. Ich bin nicht befugt, sowas sagen zu können. Ich finde es irgendwie schon ein bisschen random manchmal, dass der so hart reinkrittet. Gucken wir mal hier den Kampf an. Ja, okay, hier haben wir nicht von unserer Fähigkeit profitieren können. Ja, guck dir mal den Damage an, das ist schon hart. Ja, interessant. Interessant auf jeden Fall. Ich hätte die andere Klasse noch gerne gesehen, aber leider haben wir nur einen Platz hier auf dem Server, den wir belegen können. Ja, ist natürlich auch logisch irgendwo, aber bei dem Baden hätte ich sehr gerne noch reingeguckt, wie das aus seiner Sicht aussieht, dass der jetzt halt eben nur noch die Harfe hat hier und kein anderes Instrument mehr. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das auf die Klasse in Zukunft auswirken wird. Der wird definitiv einen Nerf erfahren damit. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die so ansatzweise bleibt, wie sie gewesen ist, der Bade. Und ja, beim Druiden müssten die Leute reinschreiben, die Druide schon lange Zeit spielen oder seit Release, was die von den Changes halten. Das würde mich mal sehr interessieren, also an alle Leute, die Bade oder Druide main, schreibt mir sehr, sehr gerne mal eure Meinung rein. Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich beide Klassen nicht sehr interessant fand für mich, dass ich die hätte spielen wollen. Ich habe die zu Release gespielt, habe die aber auch relativ schnell dann aufgehört, weil es halt, wie gesagt, das war nicht so mein Prinzip hinter der Klasse, was mir so gefallen hat. Und ja, deswegen würde mich das auf jeden Fall von Leuten interessieren, die die Klasse halt mainen, die beiden. Da ein paar fundierte Meinungen mal zu hören, was die halt zu den Changes der beiden Klassen sagen. Ne? Jetzt haben wir erstmal nur so ein bisschen ein kleines Augenmerk hier auf den Druiden geworfen, ohne hier großartig viel zu zeigen. Wie gesagt, vielleicht werden die Klassen auch noch mal, bevor sie auf die Live-Server kommen, nach den Tests von der Community und das Feedback, was gegeben worden ist, nochmal irgendwie hier und da geändert. So, ne, das kann man ja auch nie wissen, dass da vielleicht nochmal ein paar Changes kommen oder so. Ne, aber ja, das erstmal dazu. Ja, wie gesagt, probiert euer Glück, versucht auch auf den Beta-Server zu kommen und vielleicht noch den Baden oder so zu spielen. Ansonsten schreibt da sehr gerne mal Jörg im Forum an, falls ihr noch einen Key braucht. Wie gesagt, der Server ist nicht lange offen, nur ein paar Tage, 4 Stück. Jetzt, wenn das Video draußen ist, nur noch 3 mit heute denn mit einbegriffen. Und ja, das soll es dann soweit gewesen sein zu dem Video erstmal. Und bin gespannt auf eure Kommentare. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.